Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute Morgen bei einem Dreh mit einer absoluten Rarität, mit einer Diva. Das hier ist ein BMW 503 Cabriolet aus dem Baujahr 1959 der zweiten Serie. Das ist das teuerste Auto, was damals in Deutschland überhaupt fabriziert wurde. 503 ist ganz, ganz selten, deshalb auch konnte sich kaum jemand leisten. Es sind nur 136 Autos gebaut worden von dem Stück. Und das hier ist die zweite Serie. Da gab es sogar nur 58 Autos. Also eine wirkliche Rarität. War damals teurer als ein 300 SL Flügeltürer. So, was der kann und wie er sich so bewegt und so, ist ja sehr selten. Das zeigen wir euch jetzt. Also, auf geht's. Hat eine Knüppelschaltung. Zündung an. So, jetzt weiß ich bloß nicht, wo der Knopf ist zum Starten. Jetzt habe ich ihn immer noch nicht. Da. Oh, der springt schon mal toll an. Ja, einen schönen guten Morgen. Wieder herrliches Wetter für ein ganz besonderes Auto heute Morgen. Es ist eine wirkliche Rarität. Und das ist ein Auto hier, der ist komplett dokumentiert. Wir haben die gesamte Historie. Jeder Besitzer ist festgehalten ab dem Jahr 1959. Der Wagen wurde ja 1955 auf der IAA präsentiert und die Presse hat sich überschlagen. Das war ja überhaupt das Sportcabriolet. Damals eine Alternative zum BMW 507. Das ist nämlich ein Viersitzer hier. Und der 507 war dann damals ein Zweisitzer. Die Autos sind heute mega teuer, weil ja bis heute BMW auch eine tolle Firmenpolitik betreibt. Und das hier sind so ungefähr die Urahnen dieser Fahrzeuge. Und dann kommt dazu hier bei unserem Auto in wirklich einer tollen Qualität. Das Interessante, unser Besitzer hat das Auto über 40 Jahre. Und er hat ihn gleich, nachdem er ihn gekauft hat, 1982, bei den besten Leuten restaurieren lassen in Deutschland. Leute, Namen, die ich heute noch kenne und wo ich nur sagen kann, erste Klasse. So ist beispielsweise die Mechanik und die Technik bei Brummer gemacht worden. Wer sich ein bisschen bei BMW auskennt, weiß, Brummer ist für Motoren die Referenzadresse überhaupt für diese Fahrzeuge. Und eine Maschine, die da gemacht wurde, ist einfach gut, das hört man auch. Das ist ja eine 8-Zylinder-Maschine, ein Aluminiumblock mit 140 PS. Spitzengeschwindigkeit mit so einem Auto immerhin 190 Stundenkilometer, was richtig viel war. Aber die Autos waren damals dermaßen teuer. So ein Wagen hat ca. 30.000 bis 31.000 Mark gekostet. Man konnte für 60.000 sich seinerzeit ein neues Einfamilienhaus leisten. Und deswegen haben diese Autos nur besessen Sonja Ziemann, Rudolf August Oetker. Wer war denn noch? Also ich sag mal nur absolute Top-Namen, wo man sagen kann, die Leute hatten auch wirklich das Geld für so einen Wagen. Deswegen sind dann halt eben nur 136 Fahrzeuge verkauft worden. Aber ein Auto wirklich mit allen Extras hier. Ich mache mal kurz zu, das zieht hier so ein bisschen. Schaut mal hier, elektrische Fensterheber. Hat er damals schon gehabt. Wir müssen ihn noch ein bisschen warm fahren, der ist noch nicht richtig warm. Dann hat er hier diese ganz irren Ausstellfenster, ganz toll gemacht hier. Gleich mit 2 Hebelchen, also super. Man sieht im Detail bei dem Auto ist alles ein bisschen besser. Man wollte das besser machen als Mercedes. Hier vorne die Lüftung mit einer Klappe auf und zu. Ist natürlich total toll. Hier oben haben wir einmal den Aschenbecher drin. Dann haben wir hier vorne links in diesem schönen Gitter Radio. Hier ist Becker Radio seinerzeit. Glaube ich sogar Becker Mexiko. Ich kann es gar nicht lesen, was da steht. Schauen wir. Ja. Becker Mexiko aus der Zeit ist doch total nett. Die schönen Details hier. Hier vorne sitzt die Heizung bei dem Auto. Ja, und also der Besitzer ist ungefähr 60.000 Kilometer mit dem Wagen gefahren, jetzt in 40 Jahren, und hat ihn seinerzeit gekauft mit einer Laufleistung von 120.000. Und wenn ich ihn jetzt hier fahre, wir haben ja schon viele von denen gehabt, der ist wirklich in einem richtig guten Zustand. Also es ist einfach das luxuriöseste Fahrzeug, was man damals in den 50er Jahren kaufen konnte. Und das sehe ich an jedem Detail. Also einmal diese wunderschönen, tollen
Instrumente, man erkennt einfach die 50er Jahre, man kann ihn bis 5.500 Umdrehungen touren, dann läuft er 190 Stundenkilometer Spitze, er hat einen Alublock, also einen Aluminiummotor, 8 Zylinder, die später auch danach in Bertone verbaut wurde, auch im BMW 507 so verbaut wurde. Er hatte hier 140 PS und ist damit 190 Stundenkilometer schnell gewesen. Der Tacho für damalige Zeiten außergewöhnlich ging bis 240. Und was ich bemerkenswert finde bei diesem BMW, er hat eine Aluminiumkarosserie, was natürlich aufwendig ist und normalerweise nur Ferraris und solchen Luxusmarken vorbehalten war. Also Alublock und Alukarosserie, und was mir jetzt auf den ersten Metern auffällt, er läuft wirklich toll. Also Brummer hat nicht umsonst seinen tollen Ruf, er ist ja mittlerweile in Pension. Ich kenne ihn aber noch, ich habe mit BMW immer wieder mit ihm zu tun gehabt. Und also wirklich ein Wagen, der erste Klasse läuft, das spürt man hier, auch ein richtiger Sportwagen, und man sitzt auch gut. Es sind ja sehr schöne breite Sitze in dem Auto, sitzt hervorragend, und ich habe mir mal so die ganzen, ist ja von 1982 bis 1986 voll restauriert worden. Wir haben hier Roseleder, kann man heute so gar nicht mehr bestellen, die Firma gibt es nicht mehr, aber auch höchstwertiges Leder ist damals verwendet worden. Die Karosserie ist auch von einem Spitzenmann gemacht worden, jemanden, den ich auch namentlich kenne, der glaube ich aber heute auch nicht mehr im Geschäft ist, aber ich bin ja schon lange dabei und kenne so die ganzen alten bedeutenden Leute, ich sag mal so aus den 80er, 90er Jahren. Alle haben an diesem Auto gearbeitet, und der jetzige Besitzer hat sich nicht gescheut um jede Marke. Er hat gesagt, es muss gemacht werden, hat er es gemacht, und es ist höchstwertig gemacht worden. Das spüre ich, wie das Auto fährt. Also BMW haben öfter mal das Problem, wenn sie älter sind, dass sie nicht ganz hundertprozentig gut gemacht sind. Die Schaltung ist nicht richtig, die Bremsen nicht so ganz optimal, die Karosserie hat so ihre Probleme. Das hier ist wirklich ein gutes Auto, kann ich nicht anders sagen. Der fährt sich toll, der schaltet sich gut. Er hat ja keine Lenkradschaltung, die gab es bei den ersten Modellen, sondern hier Mittelschaltung. Und er hat auch gut Druck, und vor allen Dingen BMW 503 hat einen tollen Sound. Hier Hupe, oh, super Horn, richtig klasse. Da kommt ja in Kürze noch ein Mercedes 600, das ist der einzige, der noch ein dolleres Horn hat. Hier vorne sehr elegant die Originalspiegelchen, schaut euch das mal ab, zum Abblenden. Die waren relativ klein, aber man kann was sehen. Er hat Chromscheibenwischer, auch höchstwertig alles gemacht. Also ich sag mal, das ist ein richtig tolles Auto, und wenn man sich den im Detail anguckt, der ist mit ganz viel Liebe und mit wirklicher Fachkenntnis restauriert worden. Und wir haben das alles schriftlich dokumentiert. Es gibt also Bilder dazu. Wir haben eine schriftliche Auflistung vom Eigentümer. Es gibt ein Gutachten. Also BMW 503 habe ich glaube, also 7, 8 Stück in meinem Leben gehandelt. Das hier ist vielleicht sogar der beste. Also zumindest der zweitbeste, sagen wir mal. Ich hatte mal ein 100-Punkte-Auto. Aber er hier hat 90% oder 90 Punkte. Das ist wirklich ein guter Wagen. Das Interessanteste bei unserem Wagen ist, glaube ich, dass er extrem wertstabil ist. Ich halte das hier für eine Top-Geldanlage. Ich bin der Meinung, man sieht das beim BMW 507 ja schon, die Autos kosten ja heute 2 Millionen Euro. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und von dem sind immerhin 250 Autos gebaut worden. Und dem hier die Hälfte. Deswegen kann ich euch sagen, das Auto wird extrem noch an Wert zulegen. Und wir sind mit dem Auto nicht mal teuer. Da ist steht eine 4 davor. Es gibt ja so gut wie keiner am Markt. Also das, wer sagt, ich habe hier noch so ein bisschen was liegen und möchte was investieren, das hier 100% top. Also schalten tut er sich vorzüglich, die Maschine klingt richtig gut, er zieht auch gut durch. Hier vorne ist übrigens Reserve, sind wir auf Reserve, naja gut, was soll's, hier ist die Wassertemperatur und hier der Tacho, der wie gesagt bis 240 Stundenkilometer geht. Das Schöne an dem Auto, er ist voll dokumentiert, er hat auch Matching Numbers. Was er nicht hat, er hat nicht die Originalfarbe, das Auto ist mal weiß gewesen. Waren ja bei BMW früher viele Autos weiß. Also ich sag mal, das muss man gut finden, man kann den ja weiß lackieren, wenn er will. Aber das ist Original Kirschrot von BMW, finde ich viel, viel schöner. Und der Wagen ist jetzt nochmal lackiert worden. Also der ist restauriert worden vor 40 Jahren und der muss die letzten 2 Jahre nochmal top lackiert worden sein. Ich habe mir die Karosserie genau angeguckt, das ist wirklich super gemacht.
Ganz toller Lackierauftrag und ich finde, dass der Wagen so sehr, sehr elegant und sehr, sehr schön aussieht. Ja, es ist ein reines viersitziges Cabrio. Ich habe schon gesagt, von der Geldanlage halte ich den Wagen für mit das Beste, was man sich im Moment überhaupt kaufen kann. Und wir werden jetzt noch mal hier vorne anhalten, euch noch mal so ein paar Details zeigen an dem Auto. Ich glaube, ihr merkt auch schon, fahren tut er wirklich gut. Ja, was ihr hier jetzt sehen könnt, ist beispielsweise das Original-Typenschild. Das Gute ist, der Besitzer hat hier eine ganz dicke Akte, er hat alles aufgehoben, worum es geht. War auch im Club organisiert, das Auto ist also nicht unbekannt. Das tue ich hier mal rein. Dann ist hier alles fotodokumentiert, fein säuberlich, was an dem Auto alles gemacht wurde. Es ist jede Rechnung dabei, es ist alles, also vor allen Dingen also auch von der Historie her. Jedes Jahr ist also exakt erklärt worden, wo man war, was man gemacht hat. Hier ist sogar noch der Original-Kaufvertrag, die ganzen Kaufverträge. Also jedes Dokument, was für den Wagen wichtig ist, hier ist im Original dabei. Albert Rode, 1969, was alles gemacht wurde. Also das ist sehr selten sowas. Ist ein voll dokumentierter Wagen mit Matching Numbers und dann mit einer wirklich guten Karosserie. Also Zustand 1, wisst ihr ja, gibt es nicht. Aber ich würde mal sagen, das ist ein richtig gutes Auto hier. Habe ich selten so gesehen. Also beim 503 ist mir mal aufgefallen, dass sie öfter mal lieblos zusammen repariert wurden und dann immer wieder alle möglichen Probleme hatten. Dass ein Auto aber mal komplett gemacht wurde, alles auseinander und alles restauriert, das ist sehr, sehr selten. Und bei unserem Auto ist das hier definitiv der Fall. Und er hat sich glücklicherweise auch alles aufgehoben, wo er war, bei wem er es gemacht hat. Und das Gute an der Geschichte ist, die Leute kenne ich zum großen Teil und weiß, dass sie seinerzeit als die absoluten BMW-Spezialisten dieser Zeit galten. Also wie gesagt, das ist alles automatisch mit dabei. Ich mache das jetzt mal wieder zu, das ist doch sehr, sehr umfangreich hier alles. Ist aber ein Zeichen dafür, dass jemand sein Auto geliebt hat und immer alles Nötige veranlasst hat, was nötig war, um den Wagen perfekt zu erhalten. So, jetzt steigen wir mal aus. So, jetzt hätte ich noch hier runter machen müssen. Ja, also hier sind die originalen Rückleuchten, die sind ja sehr, sehr besonders für diesen Wagen. Sind heute auch nur noch ganz schwer zu bekommen. Das sind die richtigen, sind hier auch nicht kaputt oder irgendwie was, so gehören sie. Hier ist die Rückfahrleuchte. Dann dieser tolle Sound, den dieser Wagen hat, der kommt hier aus diesem Auspuffrohr da vorne. Hier vorne der Original, ja, die Kofferraumbeleuchtung mit dem Deckel V8-Zeichen, das ist ja ein V8 8-Zylinder. Hier drückt man rein und da ist dann der Kofferraum, finde ich auch ganz toll. Original Koffersatz hat 4.000 € gekostet, hat er auch machen lassen für das Auto. Also wer damit eine weite Reise vorhatte, der konnte das mit dem Wagen hervorzüglich machen. Hier ist das Original BMW-Logo aus der damaligen Zeit. Das ist absolut authentisch und neuwertig. Wie überhaupt alle Anbauteile am Auto, der Chrom, die Stoßstangen, sind alle in einem sehr, sehr guten Zustand. Pickelfrei, rostfrei. Auch das Spaltmaß, wenn man sich das hier mal anguckt, das ist bei BMW oft ein Problem, weil Aluminium ja öfter auch mal schwieriger zu bearbeiten ist. Aber auch, schaut mal hier, der Lack, was der für eine Qualität hat. Ich glaube, das könnt ihr sehen. Also es ist wirklich absolut erste Klasse. Das Auto gab es auch mit Zentralverschlüssen. Die kann man heute sich auch bestellen oder kaufen. Die hat er hier nicht. Er hat die Originalbereifung mit den Original Stahlfelgen. Dann unten auch der Chrom. Es ist halt eben alles wirklich in einem guten Zustand. Und das ist bei den meisten 503 nicht. Also ich habe beim Modell 503, da gab es ja auch das Coupé und das Cabriolet. Da hat man gerne mal öfter mal einen schlechteren Zustand. Also, oder die Autos, die dann nicht so richtig restauriert, immer wieder durchrepariert über die Jahre und doch nie richtig gemacht. Und wir können beweisen und belegen, das Auto ist mal in den 80er Jahren komplett gemacht worden und das von den besten Leuten. Und das merkt man auch jetzt, wenn man fährt. Bleiben wir einfach oben stehen hier vorne. Also mit einem BMW 503 seid ihr auf jeder Rallye gerne gesehen, in jedem Club gerne aufgenommen, weil das ist eine wirkliche Rarität, so ein Auto.
Die haben ja so in den 60er, 70er Jahren mal so ein Tief gehabt. Da hatte BMW auch Schwierigkeiten mit der Produktion, auch wirtschaftlich. Aber mittlerweile, die letzten Jahre, sind diese Autos und der Wert dieser Autos absolut explodiert, weil die Leute erkannt haben, es gibt nur ganz, ganz wenige Exemplare. Und Autos von denen, die wirklich gut restauriert sind total selten. Und dass so ein Wagen im Moment überhaupt im Markt im Angebot ist, wo Matching hat, wo alles stimmt, wo alles passt, ist eine absolute Rarität. So, jetzt gucken wir uns mal den Motor an. Wie sieht so eine V8-Maschine aus Aluminium aus? Da unten ist es ein bisschen nüdelig. Hier ist übrigens Fahrt. Man muss ihn rumdrehen und dann hier vorne drücken. Mit der Drückerei hat man es ja heute auch wieder mit dem Anlasser. Aber das ist halt der original alte Anlasser von einem BMW 503. Das ist beim 507 übrigens auch so gehandhabt worden. Ja, und die große Zeit dieser Autos geht eigentlich nur von 1956 bis 1960 und danach war sowohl mit dem 507 als auch mit dem 503 vorbei. Aber da haben sie wirklich ganz bedeutende Autos geschaffen. Und schaut euch das mal an, jetzt wie die Sonne hier so über dieses wunderschön designte Armaturenbrett streicht, finde ich total toll. Dieses irre Becker Mexiko Radio hier vorne, dann der Haltegriff hier, der ist auch in Ordnung, der ist oft zerbrochen bei vielen von den Autos. Dann der Knick hier, schön designt, das Armaturenbrett. Hier, geraucht hat man ja seinerzeit, das war ja absolut, ging nicht anders. Servus! Ja, also, jetzt muss ich nur noch die Handbremse ziehen, die ist hier unten, dass er hier uns nicht im Berg runterrollt, das wollen wir ja nicht. So, und jetzt mache ich mal auf. So, und hier vorne, ganz unten ist der Hebel für die Motorhaube, die springt jetzt auf. Jetzt zeigen wir euch mal, wie so eine Maschine aussieht und wie der Motorraum aussieht. Also hier kann man auch gleich erkennen, das ist ein bisschen tiefstehende Sonne. Schaut euch mal den Lackauftrag an. Der ist wirklich toll gemacht worden. Der ist wunderschön lackiert und auch das, was hier unten drunter ist. Also ich kenne das Auto schon viele Jahre. Ich habe ihn mit dem Lack vorher noch gesehen. Da hat er schon eine tolle Karosse gehabt. Und das hat sich natürlich jetzt auch, deswegen ist auch der Lack wieder so gut geworden, weil es einfach toll gemacht war. Ja, hier ist die Maschine, 2 Vergaser, 140 PS, 8 Zylinder. Später war das dann der Bertone-Motor. Das ist die Maschine, damit hat das Auto 1959 auch das Werk verlassen. Das ist also Matching Numbers Motor. Da vorne ist der Werkzeugkasten beim BMW. Mal aufmachen hier. Oh ja, hier, das ist das Original BMW Werkzeug. Das war damals schon alles sehr, sehr gut gelöst, aber man muss ja mal daran denken, also ein VW hat damals, ich glaube, 2.500 Mark gekostet und der Wagen hat das 10-fache gekostet. Und deswegen haben die sich einfach nicht so viel verkauft. Aber man sieht überall, der Wagen ist sehr, sehr aufwendig gemacht worden. Das ist ein spätes Auto, Baujahr 59, also zweite Serie bedeutet das. Tja, und Wert, also ich sehe diese Autos alsbald zwischen 500.000 und 800.000 Euro liegen. Wie gesagt, bei uns steht noch eine 4 davor. Aber das ist eine Geldanlage, weil alles, was heute selten ist, alles, was einen Namen hat, geht nach oben. Und dann noch eine gute Qualität. Ich kenne viele seltene Autos, die trotzdem nicht gut im Zustand sind. Trotzdem werden sie gekauft. Aber der hier ist nicht nur selten, sondern der ist auch richtig gut. Jo, Deckel wieder zumachen. Ja, ne? Dann könnt ihr euch nochmal die Silhouette von dem Wagen angucken. Die ist wirklich wunderschön. Also toll designt. Ich bin auch der Meinung, Graf Görz hat ja auch den gemacht. Der hat ja nicht nur den 507 designt, sondern den auch. Von Ernst Loof, seinerzeit Veritas, der hatte auch eine Idee zu so einem 503, hat aber der BMW-Vorstand nicht durchgehen lassen, wollten die nicht. Aber schaut euch mal den Wagen an, was der eine wunderschöne Linie hat. Das sind übrigens die Leuchten auch vom BMW 507, die hat man hier auch verwendet. Aber Linie, Karosseriezustand, wie gesagt, Aluminiumkarosse, also wirklich gut. Übrigens, man kann dieses tolle Roseleder genau erkennen, wenn man hier hinten guckt. Wir haben gerade den Sitz nach vorne geklappt. Alles schwere Chromschienen, Scharniere hier vorne. Schaut euch das mal an, das ist Roseleder. Das hat er zum Glück genommen, dieses schöne, feste Leder. Hat auch diesen tollen Geruch. Auch sonst hier in den Türverkleidungen. Das ist ja alles hochwertig hier für Akten, also für eine, wie sagt man gleich hier, eine Kartenlese, ja, für Karten, okay, alles da, für alle möglichen Utensilien, die man beim Autofahren braucht. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie hochwertig der Wagen gemacht ist. Das würde man, selbst wenn man das heute wollte, nicht mehr machen können, weil es halt eben diese Materialien nicht mehr gibt, nicht? Schade, aber das ist alles hier top gemacht. Das befindet sich, weil das also vor 40 Jahren gemacht wurde,
Alles schon wieder in einem schönen, patinierten Zustand, ohne dass es kaputt oder schmutzig ist oder komisch aussieht. Das ist das Tolle an dem Wagen hier. Ja, schöner Wagen. Und er hat auch ganz gut Leistung. Also 140 PS ist jetzt ja nicht übermäßig viel, aber er beschleunigt toll. Das Auto kann gut mit dem Wagen umgehen. Er wiegt ungefähr 1,5 Tonnen, weil er eine Aluminiumkarosserie hat, ist er verhältnismäßig leicht. Weil so ein Wagen kann ja bei den Extras, die er hat, auch schnell mal 1,8 Tonnen wiegen. Übrigens interessant, die haben damals, also 1955 ist er auf der IAA in Frankfurt ja vorgestellt worden, alles reingenommen als Extras, was die Zeit damals zu bieten hatte. Das waren hier vorne elektrische Fensterheber, hat auch das Verdeck, das zeigen wir euch nachher, ist hydraulisch, das heißt, es geht wie von Geisterhand nach hinten. Also auch das ist wirklich toll gelöst, hat Daimler-Benz damals nicht angeboten. Die hätten den Wagen halt vielleicht ein bisschen günstiger anbieten sollen, dann hätte es davon mehr gegeben heute. Auf der anderen Seite macht ihn das also mittlerweile zu einer echten Rarität. Oh, schön wie der fährt. Also macht richtig Spaß zu fahren, vor allen Dingen ja dann, wenn man merkt, man fährt ein fast 70 Jahre altes Auto oder 65 und dann in so einer gut restaurierten Qualität. Glaubt mir, das ist ganz, ganz selten. Und ich kann nur jedem BMW-Fan empfehlen und auch jedem, der so ein bisschen Geld investieren möchte, hier muss man zuschlagen, weil das ist ein gutes Auto hier. Ein absolut gutes Auto. Schöner Wagen. Richtig modern irgendwie. Also man könnte meinen, das ist 70er Jahre, aber vorgestellt 1955. Das ist ja doch schon eine ganze Zeit her. Damals gab es als Alternative einen Ponton Mercedes oder ein Ponton Cabrio. Also das war hier weitaus eleganter, teurer. Man sieht das auch an den Käufern damals. Es waren nur ganz bedeutende Leute, die sich so einen Wagen geleistet haben. Oh, fährt auch wunderbar hier hoch. Also kann man nicht anders sagen. Hat auch schön Kraft. Schaut euch mal hier oben die Sonnenblenden an. Das ist auch nett gemacht hier. So kann man das machen. Das hat nur BMW und dann auch nur der BMW 507. Da vorne sind übrigens die Aufnahmen fürs Verdeck, die muss man öffnen nachher. Dann geht es automatisch nach hinten. Ja, jetzt sind wir gut 20 Kilometer gefahren mit unserem BMW 503 Cabriolet der zweiten Serie von 1959. Ich muss sagen, ich bin nicht nur begeistert, sondern überrascht, wie gut das Auto läuft, wie modern das Auto läuft. Aber das ist nur deshalb der Fall, weil er sich in so einem guten Zustand befindet, weil er so gut authentisch restauriert wurde. Und darauf muss man bei so einem Auto immer achten. Und ich kann nur jedem empfehlen, dem ein 503 Cabrio angeboten wird oder 503 Coupé, den müsst ihr wirklich checken lassen. Die Autos haben lange Zeit ein Schattendasein geführt, wo dann nicht richtig gut dran gearbeitet wurde. Und das hat man hier zum Glück ab 1982 gemacht, in absoluter, belegter Perfektion. Ja, da sind wir in Beuerberg. Unsere ganzen Videozuschauer kennen das natürlich längst hier. Das ist der eine Betrieb neben den beiden anderen in Rosenheim und Hamburg. Übrigens, was ich gerade gesehen habe, wenn man auf unserem YouTube-Kanal ist, wir gehen auf die 10 Millionen Zuschauer zu, auf die 10 Millionen, die sich einen Film angeschaut haben, was natürlich Wahnsinn ist. Ich hätte nie gedacht, dass wir innerhalb von 2 Jahren so einen Erfolg haben. Aber das ist unglaublich, was unser Videokanal läuft. Also demnächst 10 Millionen Zuschauer und wir machen weiter. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Gerade schon wieder ein Kunde gekommen, Ferrari, den wir demnächst im Angebot haben. Ein ganz toller 612er in einer seltenen Farbe. Also, alles Gute, bis demnächst und tschüss, euer Stefan Luftschütz.